Stellen Sie sich ein System vor, in dem die gewohnte Gleichung 2 plus 2 nicht die gewohnte 4 ergibt. Das klingt wie ein Fehler, aber es handelt sich nicht um einen Tippfehler, sondern um ein echtes Experiment. Eine Gruppe von Wissenschaftlern aus der theoretischen Mathematik und der Berechnungslogik hat eine Simulation erschaffen, in der die grundlegenden arithmetischen Regeln bewusst neu definiert wurden. Ziel des Experiments war es zu überprüfen, ob man ein in sich widerspruchsfreies System aufbauen kann, in dem für uns grundlegende Wahrheiten anders funktionieren. Sie veränderten die Definitionen von Zahlen und den Operationen mit ihnen auf der Ebene der logischen Struktur selbst. Das bedeutet, dass die Addition innerhalb dieser Simulation nach anderen Gesetzen abläuft. Infolgedessen kann 2 plus 2 zum Beispiel 5 ergeben oder sogar undefiniert bleiben. Dabei bleibt die innere Logik des Systems konsistent und vorhersehbar. Für die meisten Laien erscheint das absurd, aber tatsächlich ist Mathematik kein Abbild der objektiven Realität, sondern eine Sprache, die geschaffen wurde, um die Welt zu beschreiben. Und wie jede Sprache kann sie umgestaltet werden. Dieses Experiment stellte die Vorstellung in Frage, dass Mathematik ein universelles Naturgesetz ist. Vielleicht ist sie nur eine von vielen möglichen Interpretationen. Und nun stellen Sie sich vor, dass ein solches System in realen Berechnungen verwendet wird. Wie verhalten sich Formeln, bei denen das Ergebnis der Addition nicht mehr garantiert ist? Als die Ergebnisse des ersten Experiments der wissenschaftlichen Gemeinschaft vorgestellt wurden, hielten viele sie für einen banalen Rechenfehler. Einige meinten, es handele sich um einen Softwarefehler, andere warfen den Forschern Effekthascherei vor. Doch je tiefer sich die Fachleute mit dem entwickelten Modell beschäftigten, desto offensichtlicher wurde, es lag kein Fehler vor. Es handelte sich um eine sorgfältig durchdachte mathematische Struktur, die auf modifizierten Peano-Axiomen basierte, genau jenen, die unserer gewohnten Arithmetik zugrunde liegen. Die Wissenschaftler ersetzten die Schlüsseldefinitionen, nicht mehr, dass 2 gleich 1 plus 1 ist, sondern wie die Addition selbst definiert wird. Infolgedessen erhielt die gewöhnliche Operation Addieren eine neue Bedeutung, ohne dabei die logische Widerspruchsfreiheit zu verletzen. Das Modell bestand formale Prüfungen auf innere Logik und absolvierte erfolgreich Tests auf Korrektheit innerhalb seines eigenen Koordinatensystems. Dies wurde zum ersten ernsthaften Beweis dafür, dass das Fundament unserer Arithmetik nicht der einzig mögliche Weg ist. Die Reaktion der wissenschaftlichen Gemeinschaft war gespalten. Einige sahen darin eine Bedrohung der Grundlagen, andere eine Revolution im Verständnis abstrakter Systeme. Das Wichtigste aber ist, dieses Experiment zeigte, dass selbst die offensichtlichsten Wahrheiten nur im Rahmen der akzeptierten Regeln funktionieren. Und wenn man diese Regeln ändert, verändert sich das gesamte Bild der Realität. Aber was, wenn die Mathematik nicht lügt, sondern sich einfach an die Regeln anpasst, die wir selbst festlegen? Mathematik wird als Inbegriff der Genauigkeit wahrgenommen. Doch aus Sicht der formalen Logik gilt diese Aussage nur im Kontext eines bestimmten Systems. Ändern Sie die Definition und das Ergebnis ist nicht mehr universell. Das ist kein Fehler, sondern ein Ausdruck der Flexibilität der mathematischen Sprache selbst. Es gibt Dutzende von nicht standardmäßigen Systemen, in denen die uns vertrauten Regeln nicht gelten. Zum Beispiel kann in der modularen Arithmetik 2 plus 2 0 ergeben, wenn man im Modulo-4-System rechnet. Oder nehmen wir die Arithmetik der Booleschen Logik, wo 1 plus 1 1 ergibt und nicht 2. Alles hängt von den Definitionen ab. Genau das wurde zum Hauptargument der Wissenschaftler, die eine Simulation erschufen, in der 2 plus 2 nicht 4 ergibt. Sie versuchten nicht zu beweisen, dass wir im Unrecht sind. Sie zeigten, unsere Mathematik ist eine Wahl, keine Axiomatik des Universums. Es ist eine Entscheidung, die aus Gründen der Bequemlichkeit und Vorhersagbarkeit getroffen wurde. Ihr Modell zeigte, dass man auf die gewohnten Regeln verzichten und eine stabile Alternative aufbauen kann. Das stellt die gewohnte Kategorie von richtig und falsch in Frage. Wenn alles von den gewählten Grundlagen abhängt, was soll dann als Wahrheit gelten? Und wenn Wahrheit bedingt sein kann, wie unterscheiden wir dann Wissenschaft von Glauben? Mathematik ist die Sprache der Physik. Aber was passiert, wenn man diese Sprache umschreibt? Genau diese Frage stellten sich Physiker, als sie zum ersten Mal alternative Arithmetik auf die Modellierung physikalischer Prozesse anwendeten. Innerhalb einer Simulation, die auf neuen mathematischen Regeln basierte, versuchten sie, eine physikalische Umgebung nachzubilden. Die Ergebnisse waren unerwartet. Das Verhalten des Systems schien stabil, aber nicht wiederzuerkennen. Gewohnte Begriffe wie Geschwindigkeit, Masse oder Energie verloren ihre Bedeutung. Die Newtonschen Gleichungen, die Gesetze der Thermodynamik und sogar einfache Formeln funktionierten nicht mehr. All das lag daran, dass ihre mathematische Grundlage nicht mehr mit der inneren Logik des neuen Systems übereinstimmte. Dennoch entstanden unter diesen Bedingungen neue Gesetzmäßigkeiten. Die Physik verschwand nicht, sie passte sich an. Das stellte das Dogma in Frage, dass unsere physikalische Realität die Form der Mathematik vorgibt. Vielleicht ist es umgekehrt und die gewählte Mathematik formt unser Verständnis der Physik. Und wenn wir in einer Welt leben würden, in der eine andere Zahlenlogik verwendet wird, würden wir dann nicht ein völlig anderes Bild der Welt erschaffen? Es stellte sich heraus, dass die Natur der Gesetze selbst davon abhängt, welche Brille wir aufsetzen, um sie zu beschreiben.
Und was, wenn es unendlich viele solcher Brillen geben könnte? Eine der beunruhigendsten Entdeckungen war das Verhalten von Beweissystemen innerhalb einer veränderten Arithmetik. Es stellte sich heraus, dass logische Ketten, die in der gewohnten Mathematik zu verlässlichen Schlussfolgerungen führen, hier möglicherweise nicht funktionieren. Wenn man zum Beispiel einen klassischen Beweis nach dem Prinzip der Induktion aufbaut, kann das Ergebnis fehlerhaft oder einfach nicht anwendbar sein. Das liegt daran, dass der Beweis auf einer Menge von Ableitungsregeln basiert. Und wenn grundlegende Operationen wie Addition oder Multiplikation anders funktionieren, bricht der gesamte Mechanismus zusammen. Wissenschaftler stellten fest, dass sogar fundamentale Theoreme wie der Satz über die Winkelsumme im Dreieck oder Teilbarkeitsregeln in dem neuen System ihre Bedeutung verlieren. Formal kann man in diesen Modellen eine eigene Version der Logik aufbauen, aber sie wird nicht mit unserer übereinstimmen. Das wurde besonders wichtig bei Versuchen der formalen Verifikation. Die Systeme konnten die nach alten Regeln aufgebauten Beweise nicht verstehen. Die Mathematik innerhalb des neuen Modells wurde in sich geschlossen, als ob sie in einer anderen Sprache sprechen würde. Diese Entdeckung warf eine wichtige Frage auf. Wenn unsere Beweise nur innerhalb des gewohnten Systems funktionieren, kann man sie dann als universell betrachten? Oder beschreiben wir die Welt nur in Begriffen, die wir uns im Voraus bequem gemacht haben? Und was, wenn die gewohnten Formeln nicht nur nicht funktionieren, sondern überhaupt keinen Sinn ergeben? Als Ingenieurteams versuchten, alternative Mathematik für Berechnungen innerhalb der Simulation zu verwenden, machten sie eine unangenehme Entdeckung. Alles, was früher klar und zuverlässig funktionierte, verhielt sich plötzlich unvorhersehbar. Die einfachsten Bewegungsgleichungen lieferten Werte, die keinen Sinn ergaben. Zum Beispiel führten Berechnungen der Flugbahn eines Objekts mit konstanter Beschleunigung nicht zu den erwarteten Ergebnissen. Masse, Kraft und Entfernung waren plötzlich keine Größen mehr, die man auf gewohnte Weise messen konnte. Am beunruhigendsten war, dass die gewohnten Methoden der Kontrolle und Verifikation nicht mehr funktionierten. Die Formeln überprüften das Ergebnis nicht mehr, weil sie selbst Teil der neuen Logik geworden waren. Innerhalb dieses Systems konnte man alternative Gleichungen aufstellen, aber ihr Verhalten blieb unbekannt. Manchmal beschleunigten Objekte ohne ersichtlichen Grund, manchmal erstarrten sie trotz einwirkender Kräfte. Das brachte nicht nur Ingenieure, sondern auch Theoretiker aus dem Konzept. Denn es stellte sich heraus, dass die Stabilität physikalischer Systeme auch ohne die gewohnten mathematischen Zusammenhänge möglich ist. Doch dann stellt sich die Frage, wie tragfähig ist unser Fundament, wenn es sich ohne Katastrophe ersetzen lässt? Und wenn eine neue Logik eine stabile, aber fremde Realität erschafft, bedeutet das dann, dass unser Universum einfach nur eines von vielen möglichen Modellen sein könnte? Wenn die gewohnten Formeln ihre Gültigkeit verlieren, wie verlässlich sind dann unsere Berechnungen für die Zukunft? Eine der unerwarteten Richtungen des Experiments war das Training künstlicher Intelligenz innerhalb eines veränderten mathematischen Modells. Die Forscher gaben dem neuronalen Netzwerk die Aufgabe, einfachste arithmetische und logische Operationen nach neuen Regeln zu lösen. Die KI passte sich schnell an. Sie begann, ihr eigenes System logischer Zusammenhänge zu entwickeln, das den inneren Gesetzen des Modells unterworfen war. Doch beim Versuch, mit dem gewohnten externen System zu interagieren, traten Störungen auf. Die künstliche Intelligenz erkannte grundlegende Befehle nicht, da sie diese nach anderen Regeln interpretierte. Mehr noch, sie weigerte sich 2 plus 2 als 4 zu akzeptieren und bezeichnete dies als logischen Fehler. Das stellte die Forscher vor ein Paradoxon, eine auf anderen Axiomen erzogene Intelligenz erwies sich als klug, war aber nicht in der Lage, mit uns in der gewohnten Sprache zu kommunizieren. Versuche, die Logik zu übersetzen, blieben erfolglos. Die Ausgangsgrundlagen erwiesen sich als zu unterschiedlich. Am Ende wurde die KI nicht einfach nur anders, sondern vollständig isoliert. Diese Entdeckung führte zu ernsthaften Überlegungen. Wie stark prägt die Lernumgebung die Wahrnehmung der Welt und kann ein auf anderer Logik basierender Verstand jemals unseren verstehen? Oder werden wir einander immer nur als Fehler betrachten? Was, wenn verschiedene Realitäten nicht im Konflikt stehen, sondern sich einfach nicht überschneiden? Wenn einem gewöhnlichen Menschen gezeigt wird, dass 2 plus 2 nicht unbedingt 4 ergeben muss, ist die erste Reaktion Ablehnung. Nicht, weil es schwierig ist, sondern weil es der grundlegenden Struktur des Denkens widerspricht. Unser Gehirn gewöhnt sich schon von frühester Kindheit an bestimmte logische Zusammenhänge. Addition, Subtraktion und logische Schlussfolgerungen werden zur Grundlage des Denkens und sind nicht nur Teil des Schulstoffs. Neuropsychologen erklären dies als kognitive Rigidität, die Tendenz, stabile Verbindungen als absolut wahrzunehmen. Wenn diese verletzt werden, empfindet das Gehirn Unruhe. Studien haben gezeigt, dass bei der Präsentation arithmetischer Anomalien bei den Teilnehmern Bereiche aktiviert werden, die mit Bedrohung und Stress in Verbindung stehen. Das Gehirn nimmt einen logischen Fehler als Gefahr für das Überleben wahr. Das ist nicht überraschend. Im wirklichen Leben ist die Stabilität von Berechnungen ein Garant für Sicherheit. Wir berechnen Zeit, Flugbahn, Ressourcen. Eine Störung dieser Berechnungen kann zu Katastrophen führen. Deshalb widersetzt sich das Gehirn nicht, weil es nicht versteht, sondern weil es kein Risiko eingehen will.
Interessanterweise wird bei längerem Kontakt mit alternativer Logik eine Anpassung beobachtet. Das Gehirn beginnt, ein anderes System als funktionierend zu akzeptieren. Doch die Rückkehr zur gewohnten Logik führt zu einer neuen Desorientierung. Kann unser Verstand also außerhalb der gewohnten Denkstruktur existieren? Im Laufe der Jahrhunderte haben einzelne Wissenschaftler die etablierten mathematischen Axiome in Frage gestellt. Einer der ersten war George Berkeley, der die Grundlagen der Infinitesimalrechnung und der unendlich kleinen Größen kritisierte. Später traten Logiker auf, die Alternativen zu den Gesetzen des ausgeschlossenen Dritten oder der Widerspruchsfreiheit vorschlugen. Im 19. Jahrhundert revolutionierte die nicht-euklidische Geometrie das Verständnis von Raum, indem sie bewies, dass Parallelen sich schneiden können, wenn man die Axiome verändert. Das war ein Schock für die wissenschaftliche Gemeinschaft, ähnlich wie das heutige Modell, in dem 2 plus 2 nicht 4 ergibt. Es gab auch noch radikalere Beispiele. Im 20. Jahrhundert entstanden Systeme der Fuzzy-Logik, in denen eine Aussage nicht nur wahr oder falsch, sondern auch etwas dazwischen sein kann. Lange Zeit wurden sie nicht ernst genommen. Heute bilden sie die Grundlage vieler Technologien, von Waschmaschinen bis hin zu medizinischen Systemen. Jede neue Abweichung wurde zunächst als Ketzerei bezeichnet, dann als Paradoxon und später als neuer Standard anerkannt. Das zeigt, die Geschichte der Mathematik selbst ist voller Abkehr von absoluten Wahrheiten, und vielleicht ist eine Simulation mit gestörter Arithmetik keine Ausnahme, sondern das nächste Kapitel. Aber wenn die Geschichte Zyklen der Neubewertung zeigt, sollten wir dann nicht auch unsere Gegenwart überdenken? Die Mathematik, wie wir sie kennen, basiert auf Axiomen, Aussagen, die keines Beweises bedürfen. Sie dienen als Grundlage, auf der alle weiteren Schlussfolgerungen aufgebaut werden. Aber was passiert, wenn man auf dieses Fundament verzichtet? Ein solches Experiment wurde bereits Mitte des 20. Jahrhunderts durchgeführt, als Logiker und Mathematiker begannen, sogenannte nicht-axiomatische Systeme zu erforschen. Es stellte sich heraus, dass man auch ohne Axiome funktionale, wenn auch eingeschränkte, logische Strukturen aufbauen kann. Sie sind nicht so universell wie die uns vertraute Mathematik, bleiben aber innerhalb ihrer eigenen Regeln widerspruchsfrei. Im Kontext einer Simulation, in der 2 plus 2 nicht das gewohnte Ergebnis liefert, erhalten solche Systeme eine besondere Bedeutung. Hier kann man sich nicht auf vorab akzeptierte Wahrheiten stützen, sondern muss alles von Grund auf Basis des Verhaltens des Systems selbst aufbauen. Das erinnert an die Wissenschaft der Urzeit, in der es keine Theorien gibt, sondern nur Beobachtungen. Ein solcher Ansatz bringt unerwartete Ergebnisse hervor. Man kann Gesetzmäßigkeiten entdecken, ohne vorgegebene Filter zu verwenden. Doch gleichzeitig verliert man die Möglichkeit, die Welt mit den gewohnten Worten zu erklären. Alles wird lokal und bleibt auf den Rahmen eines bestimmten Modells beschränkt. Und wenn alles, was wir wissen, ein Sonderfall eines der unendlichen Modelle ist, ist es dann nicht an der Zeit, sich zu fragen, in welchem wir leben. Von Anfang an wollten die Wissenschaftler im Experiment mit einer Welt, in der 2 plus 2 nicht 4 ergibt, nur die Grenzen der formalen Logik testen, doch das Ergebnis ging weit über die Theorie hinaus. Es stellte sich heraus, dass selbst die grundlegendsten Begriffe, auf denen wir unser Weltbild aufbauen, nicht universell sind. Man kann sie verändern und die Welt bleibt logisch, wenn auch vollkommen fremd. Wenn man die Regeln ändert, verändert sich auch die Welt selbst, die durch diese Regeln beschrieben wird. Physik, Logik, sogar das Denken, alles passt sich dem gewählten Fundament an. Und wenn ein Verstand innerhalb eines solchen Systems existieren kann, wird die Grenze zwischen dem Möglichen und dem Unmöglichen zu einer Frage der Wahl. Uns schien, dass 2 plus 2 immer 4 ergeben würde. Aber jetzt wissen wir, diese Aussage ist nur im Rahmen unserer Vereinbarungen richtig. Und jenseits dieser Vereinbarungen verbergen sich andere, nicht weniger stimmige Universen, in denen unser Verstand sich verirren könnte. Vielleicht ist genau das Beängstigendste, nicht, dass die Wahrheit eine andere sein könnte, sondern dass sie nicht einzigartig sein muss.